Immer größer, komfortabler, schwerer. Was hierzulande anscheinend im Trend liegt, ist anderswo glücklicherweise nicht so. Beweis dafür ist dieser Daily aus Frankreich. Und der besitzt so manchen Vorteil. Mit dem großen 5-Tonner auf Reisen zu gehen, ist ja schön und gut. Was aber, wenn mir ein Containertransport wichtig ist? Dann sollte ich mir vielleicht mal den Globe 360 Daily von Globecamper angucken. Sollte man, denn mit dem Globe 360 aus Narbonne kann man nicht nur im High-Cube-Container parken, sondern sich auch noch so manch unwegsames Gelände abseits jeder Piste erobern. Das liegt nicht nur, aber auch an der Kabinenlagerung. Die Franzosen fahren ja gerne ein bisschen kerniger Offroad, als wir Deutschen das uns trauen. Und dementsprechend ist auch der Hilfsrahmen ein bisschen komplexer gemacht beim Iveco Daily. Viele Hersteller verschrauben die Aufbauten einfach hier an den originalen Silentblöcken. Das sieht dann so aus. In diesem Fall gibt es extra noch mal einen Hilfsrahmen mit einer Wippe hier hinten. Das kennt man eigentlich von echten LKWs. Und das Gegenstück zu der Wippe hier hinten sind vorne 2 Gummiblöcke. Das ist jetzt noch keine ausgeprägte Mehrpunktlagerung, aber das ist ein interessantes Mittelding für diesen an sich doch sehr steifen Iveco Daily Rahmen. Schauen wir mal, wie das im Gelände wirklich funktioniert. Das machen wir bahnfrei für den Franco-Italiener. Wobei, die Kiesgrube kann heute irgendwie keine ernstzunehmenden Hindernisse für den Permanent-Allradantrieb aufbieten. Wie man unschwer erkennen kann, kann ich mit dem Globecamper im Gelände noch richtig was reißen. Es ist kein einfaches Langstreckenmobil mehr, sondern das ist ein richtiger Offroad-Camper. Selbst so einen fetten Dünenhaufen hier vor mir, hoppala, und ich bin oben, funktioniert. Der Beifahrer, der wird zwar ein bisschen durchgeschüttelt, aber es ist wirklich so, dass ich mit dem Auto nach wie vor das machen kann, was man mit dem Daily 4x4 machen kann, mit dem 5,5 Tonner. Und das ist schon eine tolle Sache. Der Daily und sein 3-Liter Turbodiesel mit 175 PS und 470 Newtonmetern Drehmoment ist eben ein etwas groß geratener Geländewagen. Das konnten wir ja schon beim blauen Redaktionskollegen eindeutig feststellen. Passend dazu hat Globecamper einen Aufbau dazugestellt, der die Geländetauglichkeit so gut wie gar nicht einschränkt. Ich merke während der Fahrt ganz gut, wenn ich in den Spiegel gucke, wie diese Aufbaulagerung hinten arbeitet. Das spüre ich auch hier an dem Faltenbike, der ist ja recht breit. Also da ist schon viel Bewegung zwischen Aufbau und Kabine und Fahrerhaus. Finde ich eine interessante Lösung. Dauerhaftigkeit kann man natürlich nicht so sagen. Da müssen wir uns das Fahrzeug mal in ein paar Jahren angucken. Die geringe Höhe ist beim Fahren natürlich super. Zum einen merke ich, dass das Auto nicht kopflastig ist. Die Windgeräusche sind geringer, der Spritverbrauch ist geringer, die Mautgebühren sind geringer, die Tunnelgebühren sind geringer. Also ich habe schon einige Vorteile mit diesem etwas kompakteren Fahrzeug. Aber klar, ein richtiger Wintercamper, der ist es dann weniger durch das Aufstelldach. Aber solange ich am Steuer sitze, freue ich mich über dieses kompakte Auto. Optisch wie technisch passen dieser Daily und fast jedes Offroad-Gelände zusammen. Genug Bodenfreiheit bringt der Iveco 4x4 von Haus aus mit. Die Kabine von Globecamper macht zum schlanken 5-Tonner aus allen Blickwinkeln eine gute Figur. Und das Beste? Bei seinen 6,30 Metern Gesamtlänge und 2,08 Metern Breite muss man unterwegs auf so gut wie keinen Komfort verzichten. Ja, das ist doch endlich mal was Feines, wieder mit dem Auto unterwegs zu sein, was nicht unendlich schwer ist. Dazu kommt ja, dass das Fahrzeug extrem niedrig ist, zumindest für ein Iveco Daily. Wir haben ja etwas unter 2,70 Meter Fahrzeughöhe, weniger als 4,2 Tonnen Leergewicht und das macht doch richtig Spaß zu fahren. Wer Globecamper kennt, der weiß,
dass es diese Kabine schon ein bisschen länger gibt. Die war bislang für den Sprinter erdacht. Jetzt ist sie 15 cm in die Länge gewachsen und ich finde, sie passt wie die Faust aufs Auge. Der Knickwinkel passt, selbst die Höhe hier von den Kunststoffblenden zur Unterkante von der Kabine sieht wirklich super aus. Und was ich sofort sehe, es scheint wahnsinnig viel Stauraum zu geben. Also ein Fach, noch ein Fach, noch ein Fach und dann haben wir oben auch noch ein ganz großes. Also Stauraum satt, würde ich sagen. Am Heck der Überhang knackig kurz angeschrägt, die Ersatzradhalterung sehr weit oben für den großen Michelin XZL. Theoretisch könnte man auch hier 2 Ersatzräder unterbringen. Auf jeden Fall ist Platz für die Sandboards und auf der Fahrerseite geht das weiter mit endlos Stauraum, endlos Stauraum, endlos Stauraum. So, und nun kommen wir zum Clou des Ganzen. Wir müssen ja aus 2,70 Meter Fahrhöhe erstmal einen Wohnraum schaffen. Und wie geht das? Mit einem Hubdach natürlich. 4 Spindelmotoren heben das gesamte Dach parallel um 52 cm nach oben. Dann noch schnell die Treppe ausfahren und ab nach drinnen. Während der Fahrt unter 2,70 Meter, aber im Stand immer noch 1,97 Meter Stehhöhe. Das funktioniert natürlich nur mit einem Hubdach. Hier ist es parallel angeschlagen und der Stoff, der hier verwendet worden ist, der ist eigentlich der spannendste Teil an dem ganzen System. Das ist nämlich ein sehr dicker Stoff und die Fenster haben auch nochmal eine PVC-Folie. Und wir haben hier in der Nacht drin geschlafen und hatten fast Frost und es war wirklich gut zu sehen, dass dieser Stoff deutlich besser Wärme dämmt, als das bei normalen Dächern der Fall ist. Und er dämmt auch Geräusche spürbar besser. Also das ist ein guter Mittelweg, wenn man auch mal im Winter mit einem Aufstelldach unterwegs sein will. Da kann dieses Fahrzeug auf jeden Fall gut mitspielen. Hier hinten im Heck ist das Schlafzimmer. 1,40 Meter Matratzenbreite, 2 Meter Matratzenlänge, natürlich mehr als genug Luft nach oben. Unter der Matratze sind Tellerfedern und unter den Tellerfedern ist ein riesiger Stauraum. An den komme ich entweder von hier vorne ran oder von außen. Passt also jede Menge Staugut rein. Stichwort Staugut. Auch hier am Heck ist mehr als genug Platz für Klamotten in insgesamt 6 Staufächern, auch mit schönen Kompressionsverschlüssen. Das Einzige, was bei diesem Fahrzeug ein bisschen doof ist, hier diese Wand, diese Decke ist nicht mit einer Sandwichplatte gebaut. Und dementsprechend habe ich hier ganz viel Kondensfeuchte nach schon einer Nacht. Da muss auf jeden Fall bei zukünftigen Fahrzeugen eine Sandwichplatte hin. Kondenswasser zeigte sich auch nach einer Nacht am Stoff vom Aufstelldach. Die Wärmebildkamera zeigt genau, wo im Schrank die angesprochene Schwachstelle liegt. Ja, hier neben dem Bett, gut abgetrennt durch so ein schönes halbhohes Schott, damit da nichts rüber spritzt, ist die Küche. Gekocht wird mit Gas. Diese Kochfelder mit diesen versenkten Platten und diesen angeordneten Bedienfeldern sind immer ein bisschen schwierig, wenn hier ein großer Kochtopf drauf ist. Da verbrennt man sich gerne mal die Finger. Was ich super finde, ist das Waschbecken. Wirklich groß, 33 x 33 cm, sehr tief. Da kann man richtig gut drin abwaschen, sich auch mal die Haare waschen oder was auch immer. Darunter jede Menge Stauraum, auch hier. Da sind Kisten drin. Da muss ich die Klappe zwar weit aufmachen, dann komme ich hier an die Kisten ran. Dahinter ist der Gashauptschalter, der ist nicht direkt erreichbar. Ich muss also mindestens eine Kiste rausnehmen. Und hier neben sind nochmal 2 Fächer, also Stauraum in der Küche im Überfluss. Der zweite Teil der Küche, nämlich der Kühlschrank, der ist hier vorne entgegen der Fahrtrichtung angebracht, direkt zugänglich von der Tür. Das ist eine Kühlschublade, 85 Liter von Isotherm, funktioniert super, ich kann sehr schnell befüllen. Darüber ist nochmal massig Stauraum und dann geht das hier auch fließend über ins Badezimmer. Natürlich, wir haben ja ein Hubdach, dementsprechend kann es hier oben keine Wand geben. Das ist also nur so halb hoch getrennt. Dementsprechend kann ich, auch wenn ich auf dem Thron sitze, dem Gespräch weiterhin gut folgen. Und wenn ich duschen möchte, dann nehme ich einmal diesen Rost beiseite. Dann nehme ich mir den Duschschlauch und klemme den hier an in der Bajonettkupplung. Zack.
Und jetzt kommt der komplizierte Teil. Hier ist nämlich ein Duschvorhang drin, den ich jetzt erstmal ausbreiten muss, hier oben einpicken muss. Hier einpicken muss, da einpicken muss und dann kann ich in mein Duschzelt steigen. Finde ich katastrophal. Ich glaube, das kann man viel, viel besser lösen. Nämlich einfach mit einem Vorhang hier vorne. Wäre viel einfacher. Gemütlich sieht das nicht aus, ganz im Gegensatz zu Sönkes Plätzchen. Gegenüber von der Küche, wie kann man es anders erwarten, ist eine Dinette mit Platz für 2,5 Personen. Also die Polster sind 79 cm breit. Und den Tisch, den kann ich auch abnehmen. Könnte also auch ein Kinderbett draus bauen. Dann kommen wir hier auf etwa 1,55, 1,60 Meter Bettlänge. Und hier ist auch die gesamte Technik recht zentral verbaut. Einmal gibt es hier die Übersicht für die Heizung, für die 12 Volt, für die 230 Volt. Das ändert sich ein bisschen von diesem Modell zu künftigen Modellen. Es wird ein bisschen andere Technik geben. Hier drunter ist die Elektroverteilung mit den Sicherungskästen, Inverter, 375 Watt, das reicht für den Hausgebrauch völlig aus. Nur eine Kaffeemaschine sollte ich da nicht anstecken oder ein Föhn. Solarladeregler, Hauptschalter, alles da. Hier hinter der Verkleidung sieht es ein bisschen wüst aus. Insofern ist es gut, dass die Platte da ist. Und hier vor mir im Staukasten, da ist die gesamte Heizungs- und Wassertechnik drin. Druckwasserpumpe, der Befüllschlauch für den Wassertank, der hier unter der Kabine am Rahmen hängt, Ladegerät, Ladebooster und dann haben wir hier eine Warmwasserheizung, die eigentlich in diesem Fahrzeug ein bisschen wenig Nutzen hat, denn es gibt einfach nur wieder einen Luft-Wärmetauscher, der daraus einmal warme Luft macht. Sie wird nicht weiter genutzt. Das soll aber bei zukünftigen Fahrzeugen anders werden. Dann gibt es mehrere Verteilungen von der Warmluft, kann ich nur begrüßen. Dann ist hier noch die Druckwasserpumpe und ein Wasserfilter. Ich komme an alles gut ran. Ich wünschte mir natürlich, dass hier der Booster nicht direkt neben den Wasserpumpen wäre, aber das kann man sicherlich dann auch noch ändern. Von Schwachstellen wie dem Kondenswasser abgesehen ist der Globe 360 ein gelungener Aufbau. Positiv fiel im Test vor allem der kräftige Stoff des Hubdachs auf, der nicht nur die Wärme im Fahrzeug ließ, sondern auch wirklich gut vor dem Umgebungslärm schützte. Wer vom Geländewagen mit Dachzelt aufsteigen will und auf der Suche nach dem Mehr an Komfort ist, der wird mit dem Globe Camper Daily glücklich werden. Denn trotz festem Bett, Toilette samt Dusche, Stehhöhe rundherum, Küche und Dinette ist der Iveco nur geringfügig größer als sein ausgewachsener Geländewagen. Und bei der Zuladung muss man sich auch keine Sorgen machen. Erwähnenswert: Selbst mit heruntergefahrenem Dach bleibt die Box bewohnbar, etwa wenn es draußen stürmt. Klar, dann ohne Stehhöhe, aber schlafen und sogar am Tisch sitzen geht auch dann immer noch. Neben der Dämmung im Heck sollte der Hersteller lediglich noch das Duschabteil überdenken. Dann wird aus dem guten Offroader ein sehr guter. So, jetzt aber mal Hand aufs Herz. Was kann der Globe Camper Daily, dass man ihn kaufen müsste? Ich finde diesen Kompromiss aus eigentlich schon großem Reisefahrzeug mit viel Platz und hohem Stauraumangebot, aber dennoch kompakten Abmaßen und hoher Geländetauglichkeit extrem spannend. Ich glaube, dass alle, die vom Geländewagen kommen, die wenig Komfort gewohnt sind, sich hier extrem wohlfühlen. Für die ist es nämlich ein Upgrade. Da ist das auch noch nicht so schlimm, dass das Badezimmer nicht wirklich separiert ist und dass die Verarbeitungsqualität vielleicht in manchen Details nicht so brillant ist, wie man das von großen Fernreise-LKWs kennt. Aber es ist im Auto, mit dem ich es im Gelände noch richtig krachen lassen kann, mit dem ich keine Angst haben muss vor extrem schlechten Straßen, mit dem ich keine Angst haben muss, dass mir dieses viel zu schwere Auto vielleicht irgendwie außer Kontrolle gerät. Das ist einfach ein Geländewagen in XXL. Bleibt noch die Frage nach dem Preis. In der Basis möchte Globe Camper 177.000 € haben. Der Testwagen lag bei rund 185.000 €.
Ja, das ist viel Geld, aber allein der Allrad Daily kostet schon 80.000 €. Und wenn man bedenkt, was der Globe 360 bietet und wo man sich mit ihm guten Gewissens hinwagen kann, geht der Preis dann doch ziemlich in Ordnung.